Geht los. Was fehlt? Eier. I thought I wouldn't see him before I leave, but this man is one of a kind. Da fliegen die Würstchen durchs Boot. So, während die Frauen zum Supermarkt rasen, um noch was für die Bootsfahrt zu organisieren, darf hier der Baxi mit dem Gepäck warten. Das Schiff sollte in 45 Minuten gehen. Augenringe sind mal wieder da. Es geht los. Nadim. Take care, okay? You're a good boy. And smile more. Ready to go? Yes, I'll go to the port. Would you take me? Yeah, Can I sit on the back? Yeah. Thank you, my dear. Okay, I hope we have everything in case we left something you can write us on. Okay. What was it? Airbnb or booking? Okay. Okay. Thank you for everything. Shukran. Shukuriya. Wagen ist gepackt, Mädels sind los. Ich hopp jetzt hier drauf und ab geht die Post. You're the boss, you're in charge. Also ich feiere es, wie entspannt die hier sind, ey. Ich weiß gar nicht, das Boot müsste eigentlich demnächst ablegen. Er geht noch ganz gechillt zur Bank, holt ein bisschen Cash. Aber er tickt die Zeit einfach ein bisschen anders. Das finde ich eigentlich echt nice. Oh, knallt die Sonne rein morgens hier. Boah. Schön. So, wir sind am Hafen angekommen. Die Fähre ist noch gar nicht da. Alle Dude, alles gefunden, alles gekauft? Was fehlt? Meine Eier. Eier! Aber unser Überleben ist gesichert. Dicke Cojones! Unser Überleben ist gesichert, ey. Geht's euch gut, Mädels? Kann man sich beschweren? Die Deutsche Bahn kann von denen was lernen, ey. Und die Boote sind mehr wetterabhängig als unsere Deutsche Bahn. So, Gepäck. Wunderbar. Girls. Ah, deine Wasserflasche ist hinten noch in der Ecke. Ja, schnapp ich gleich. Wieder. Ah, das ist meine. Warte, soll ich den Rucksack nehmen? Geht das, Fiona? Okay, vielen Dank. Thank you for everything. Thank you, my dear. No way. Oh my goodness. I thought I wouldn't see him before I leave, but this man is one of a kind, guys. I feel so blessed to have met him. Wow. Irube, you're coming from business? In 5 years, this guy is going to be president. Maybe not 5, but 10. Guys, remember this face? He's an entrepreneur. You can learn a lot from him, and I hope I will stay in contact with you. Es war ja klar, dass ich Irube noch am Pier treffen würde.
kurz bevor wir abreisen. Er war der junge Geschäftsmann, von dem ich euch erzählt hatte, und der Besitzer des Restaurants, in dem wir täglich essen waren. Wir hatten einige sehr tiefgründige Gespräche und ich merkte, dass wir uns auf einer gewissen Wellenlänge verstanden. Ich bin immer wieder dankbar, wenn ich Menschen treffe, die ein bisschen anders ticken und ein bisschen anders übers Leben denken, eine andere Herangehensweise haben, Probleme zu lösen. Denn inzwischen sind wir Menschen alle so gleichgeschaltet und ich merke, dass ich damit einfach nicht mehr konform bin. Auch mein ganzes Umfeld hat sich in den letzten Jahren geändert. Ich war nie wirklich ein typischer Einzelgänger, doch ich hatte immer meinen eigenen Kopf. Auch definiere ich Freundschaft heute ganz anders als noch vor ein paar Jahren. Ich weiß, damals habe ich so oft gehört, dass sich Freundschaft immer erst zeigt, wenn man im Leben durch schwere Zeiten geht. Und diese ganzen Floskeln, die man als junger Mensch hört, wenn man aufwächst. Aber wie vieles davon doch wirklich wahr ist, hätte ich nie gedacht. Der Umbruch begann eigentlich schon 2021 mit dem Beginn der Pandemie, als ich für 5 Monate auf einer einsamen Insel in Thailand gestrandet war. Ich hatte gerade meine Großmutter verloren, die ein unglaublich wichtiger Teil in meinem Leben war. Ich hatte viel Zeit, mir bewusst zu werden, was ich im Leben wirklich will und wo ich mein Leben hinlenken möchte. Als ich zurück nach Deutschland kam, war ich gefühlt ein komplett anderer Mensch und konnte nie wieder zurück zu der Person, die ich damals war, als ich das Land verlassen hatte. Ab da an passierte gefühlt nur noch Scheiße in meinem Leben. Ich verlor mein Business, was ich über Jahre mit einem Freund zusammen aufgebaut hatte. Noch im darauffolgenden Jahr verstarb dann mein Großvater und 2 wichtige Säulen in meinem Leben waren damit weggebrochen. Über die Zeit in der Pandemie wollen wir gar nicht erst sprechen, weil ich glaube, dass jeder Mensch auf seine gewisse Art und Weise darunter gelitten hat. Doch die beste Entscheidung, die ich damals getroffen habe, ist, mich mit all den Dingen zu konfrontieren, die ein Störfaktor in meinem Leben waren und die mich einfach nur davon abgehalten haben, all die Träume umzusetzen, die ich als kleiner Junge schon geträumt habe. Schön Proviant haben sie sich eingepackt, die Mädels. Und wen haben sie vergessen? Den Buxi. Wie immer. Ein paar Erdnüsschen gemacht. Wie lange waren wir jetzt unterwegs? Gefühlt? 5? Also mit einem Drum und Dran. Uiuiui, hier wird schon wieder Rambazamba gemacht. Guck. Das kommt davon, wenn man dem Buxi nichts mitbringt. Da fliegen die Würstchen. Da fliegen die Würstchen durchs Boot. Nein, ess bitte, bitte. Ich habe das extra für dich organisiert. Ja. Ja, ich habe ihm gesagt, er soll dir bitte Eier machen und Würstchen. Und Obst, ja. Mhm. So ihr Lieben, wir sind auf dem Weg nach Mafushi. Umgestiegen in Male, Boot ist komplett voll. Und die ersten Herrschaften kotzen schon. Wir halten uns stabil. Uns wird das nicht erwischen, aber ich kann mir vorstellen, wenn es halt hier so anfängt zu riechen und so, dann wird das ein richtiger Dominoeffekt. Und ich kann nicht sagen, wie ich darauf reagiere, aber bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. Aber das Meer ist schon ziemlich wellig heute, also wir werden hier ziemlich durchgeschüttet. Ich habe auch so keinen Bock mehr auf dem Boot zu sein. Also 5, 6, 7 Stunden, 6 Stunden ist aber ein bisschen zu viel. Bin ich doch ein Festlandmensch. Aber es wurde nicht gekotzt. 2 Leute haben sich, glaube ich, übergeben, aber es ist nicht die Kotzerei ausgebrochen. Die Mädels chillen. Fifi schläft. Oh ja, Stunden später in Mafushi gelandet. Ist auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, ob die Insel wesentlich größer ist, wobei ich sehe rechts Strand und Wasser und ich sehe links Strand und Wasser. Also so viel größer kann die nicht sein, aber hier sind auf jeden Fall mehr Gebäude, mehr Restaurants, das ist ein bisschen pulsierenderes Leben. Also sind auf jeden Fall ein paar High-Rises am Start. Wir gehen jetzt
zu der Schnorchelschule oder zu dieser Diving-Schule auf jeden Fall und buchen uns eine Tour für morgen. Weil die anderen 2 Mädels haben echt schon mehrere krasse Taucherlebnisse und Schnorchelerlebnisse gehabt und Fiona und ich haben noch gar nichts gemacht. Deshalb wird es Zeit, dass wir uns das jetzt mal buchen. Und dann hoffe ich, dass wir im besten Fall ein paar Mantas sehen. Ein paar Delfine sehen, das wäre krass, das haben nämlich die anderen nicht, ne? Haben die anderen Delfine gesehen? Ich glaube, Nicole hat in ihrem Tauchgang nicht gesehen. Und mit Haien schwimmen. Alter Schwede, das wird lustig. Wobei, die Haie dürfen sich glücklich schätzen, mit einem Baxi zu schwimmen. Ein wilder Baxi im Meer. Also Schnorcheltrip ist für morgen gebucht. Ich darf meine Drohne selber fliegen, weil die haben einen teilweise 20 bis 30 Dollar extra abgenommen, wenn man Drohnenshots haben will. Aber wir können es ja selber machen. Das heißt, wir sparen uns noch mal eine Menge Kohle. Wir sparen uns eigentlich jetzt fast 90 Dollar oder 60. Das wird nice, ich freue mich drauf. Wir machen jetzt unsere erste kleine Bootstour, Schnorcheln mit den maledivischen Surferboys. So guys, we have 5 activities today.